Diesmal geht es um ein dynamisches, objektorientiertes Label. Das hier ist so eine dynamische Anzeige und sie zeigt uns derzeit den Bitpreis an, der mit jedem Tick aktualisiert wird. Ein solches Objekt kann an jeder beliebigen Stelle hier auf dem Chart platziert werden. Und wir wollen uns jetzt einmal die Frage stellen, wie man denn so ein objektorientiertes dynamisches Label in MQL4 erstellen kann. Dazu klicken wir hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste auf der Tastatur. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei neu, Expert Advisor aus Vorlage, weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simples Object Label, klicke auf Weiter, Weiter, Fertigstellen und jetzt entfernen wir alles oberhalb der OnTick-Funktion und die beiden Kommentarzeilen hier, denn im ersten Schritt erstellen wir jetzt unser Objekt. Dazu nutzen wir die Funktion ObjectCreate. Das hier ist der Name von unserem Objekt, es wird den Namen Bit bekommen, weil es den Bitpreis anzeigen soll. Und mit dieser Konstante obj_label können wir ein Label erstellen. Wenn wir hier auf F1 drücken, dann zeigt uns die Hilfe an, dass es noch eine ganze Menge anderer Objekte gibt. Und die letzten 3 Parameter geben an, in welchem Fenster unser Objekt angezeigt werden soll. Wir nutzen hier die 0 für das aktuelle Fenster. Auch für diesen Parameter, für das Datum, setzen wir eine 0. Und der letzte Parameter ist für den Preis. Und der kann ebenfalls auf 0 gesetzt werden. Jetzt nutzen wir ObjectSetText, um für unser Objekt mit dem Namen Bit die Textausgabe Bitpreis Doppelpunkt, gefolgt von der mit Double-to-String formatierten Ausgabe für den Bitpreis, mit der richtigen Anzahl der Nachkommastellen auszugeben. Wenn man sich einmal die unterschiedlichen Währungspaare hier ansieht, dann sieht man, dass dieses Währungspaar 4 Nachkommastellen hat und dieses hier hat nur 2. Und darum müssen wir uns hier kümmern. Das hier ist die aktuelle Schriftgröße, die setzen wir auf 20. Wir möchten gerne die Schriftart Arial benutzen, und zwar in der Farbe Rot. Mit ObjectSet setzen wir jetzt für unser Objekt mit dem Namen Bit die Ecke für unser Objekt fest. Wir entscheiden uns hier für die Ecke mit der Nummer 1. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Aber vorher setzen wir noch die Distanz auf der X-Achse auf 30. Und die Distanz auf der Y-Achse auf 60 Pixel. So, das war's. Jetzt können wir unseren Expert Advisor hier oben mit dem kleinen Button oder der F7-Taste kompilieren. Und wenn das ohne Fehler abgeht, klicken Sie bitte hier oben auf den kleinen Button oder drücken die F4-Taste, um zurückzukehren in den MetaTrader. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester. Das ruft dann hier unten diesen Strategietester auf. Und hier wählen wir die Datei simplesobjectlabel.ex4 aus und starten unseren Test. Und hier wird unser Label auch schon angezeigt. Jetzt ändern wir einfach im Quelltext mal die Ecke auf 2, kompilieren nochmal, starten einen neuen Test und jetzt steht unser Bitpreis-Label hier unten. Wir können hier auch mit 100 Pixeln den Abstand ändern und jetzt sollte sich dieser Abstand hier verändern, wenn wir den Test stoppen und einen neuen Test starten. Und tatsächlich, jetzt wird unser Bitpreis-Label weiter im Chart angezeigt. Wir können auch hier oben die Schriftgröße, die Schriftart und die Farbe verändern, kompilieren noch einmal und dann sollte im nächsten Test hier so ein großes grünes Label mit völlig anderer Schriftart zu sehen sein. Okay, in diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie ein objektorientiertes Label in MQL4 erstellen können und Sie haben es selbst programmiert. Mit diesen wenigen Codezeilen im Meta-Editor.